Peter, can you tell us who plays with you on stage, actually? Yes, at the moment we have on keyboard synthesizers, Bayeti, on drums, Jerry Marotta, on guitar, Sid McGuinness, and on bass, Tony Levin. So it's a smaller band than I started off with, but I'm enjoying it more. You use the mic to go down into the audience. What is it that makes you want that kind of contact with the audience? I'm a very good pickpocket. And if they haven't paid enough for the tickets. No, actually, it was by chance someone gave me this thing here. And we're just good friends. So I began playing around with it, and I could sing outside the building, and then I went down into the audience and climbed up on the balconies. And it just gave me a chance to create very close contact with the audience, and a bit of, I don't know, excitement in the unexpected, because not too many singers perform from amongst the audience. Now, there's a little radio transmitter in the bottom end here, and this sends out a signal, and there are two aerials either side of the stage, so that the sound is then picked up through these. And you can go quite some distance away from it before you lose the volume. You're now also recognized as a composer. Was it difficult of getting rid of the old image of Peter Gabriel? Well, I think, yeah, it takes a bit of time maybe, and it'll still take a while before people have forgotten the old days. Not forgotten, but that the new stuff has had time for people to get familiar with. But the fact that I've had the opportunity to write the songs and arrange them as a songwriter's album rather than as a performer's album has helped me. Are you concentrating on composing now, or also on the stage act, or? On the writing. On the writing? Yeah. The stage thing is no costumes, no slide projection, no lasers. It's very simple. I spend half the time at the piano and half the time jumping around a bit, but it's not full of sort of visual effects that I used to use within Genesis. How long were you on £10 a week for? That was about a year and a half, I think. Then it was 15, then 25, then 50, then 100. But this is at a time when most people thought of Genesis as the top-earning British group. Well, I don't know. Genesis was getting towards that point about the time I left, I suppose. And then we were taking out 100 a week each. And there'd been a period, particularly 72, 73, when we built up a lot of debts. And they hadn't been fully paid off when I left, in fact. Because it always takes a lot longer, say in record royalties also, for money to come through than you would imagine. No, we were always in debt. And the bigger the band, the bigger the debt. But there is a certain point which probably a lot less artists cross over than would be imagined. When you're dealing in sort of huge figures, and when the enormous figures that you're grossing suddenly are in excess of the enormous figures that are your expenses, and so the actual amount of money left over is quite considerable. That hadn't happened by the time I left. What about the period before a band has achieved a record contract? It's often a time when you're trying very hard to get gigs, when money is very hard to come by. And people are very tempted to sign the first bit of paper that's waved at them. They think, at last we can get our music onto plastic, and it's the big time. But unfortunately, what often happens is they sign contracts which get them on a very low royalty rate for a long period. I think royalty rate should be a minimum of 10%,
and I think contracts should be a maximum of 3 years. Yeah, I mean, I've never yet in my life signed a contract that I haven't regretted very soon after. Well, I'm told that it's sold about 800,000 worldwide, which was more than I expected. The cost of making it was considerable. I think it was about 80 or 90,000 pounds, which was the way I chose to do it in America and using American session musicians and an expensive American producer. But I felt it was worth it for me at that point. And I think it'll be a long while still before I actually recover all of the costs. Royalties can take, particularly overseas, so 2 or 3 years before they actually appear. When Mr. Taxman is knocking on your door asking for all the receipts for the expenses that you know very well you paid out money for, then it can prove to be very expensive. It really is important that people take it seriously as a business, and if musicians aren't going to do it themselves, then they need someone standing over them and writing everything down, because they'll have to pay for it at some time or another. At the end of this decade, music is as healthy as it was at the end of the 60s. It's very strong, a lot of new young bands, a lot of new ideas, and seems to be a lot happening. But I think there was a middle period which was a bit directionless and which was kicked into gear again by the punk and new wave. And once all those musicians go through their experimental periods, their psychedelic periods, and God knows what else, and become rich and fat, then the new lean and hungry will kick them out, and so the cycle moves on. Peter, nachdem du 2 Soloalben nur in Englisch produziert hast, hast du dein drittes auch in einer deutschen Version herausgebracht. Ursprünglich war ja das nicht geplant. Ich habe gehört, du hast Probleme gehabt mit der Veröffentlichung dieses Albums in den USA. Ja, this is true. The American company had it. Ja, die amerikanische Plattenfirma war der Ansicht, dass die LP Mist ist. Kommerzieller Selbstmord haben sie es genannt. Das Plattenlabel hat mich fallen lassen. Eine andere Firma hat nun die LP in den USA herausgebracht und sie verkauft sich besser als die ersten 2. Well, and it's now selling better than the other 2, so I'm pleased for that. Peter, on your early tours, schon bei deinen Tourneen als Sänger von Genesis hast du Ansagen in der jeweiligen Landessprache gemacht. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein ganzes Album Deutsch zu singen? Yeah. Well, originally it was from a concert. As long as I've been going to other countries, I've been trying. Die ursprüngliche Idee kam von diesen Konzerten. Immer wenn wir in andere Länder gereist sind, habe ich versucht, Ansagen in der Landessprache zu machen. Dann kam die Idee, auch einen Song in dieser Art zu spielen. Me and My Teddy Bear, eine kabarettistische Nummer, haben wir damals in Französisch und Deutsch gemacht. Die Leute haben das geschätzt. So habe ich mir gedacht, ich versuche es mit einem ganzen Album. Ich habe Fernschreiben in alle Niederlassungen der Plattenfirma geschickt, ob sie interessiert werden, so eine Platte zu machen und noch einmal 5.000 bis 8.000 Pfund für die Aufnahmen hineinzustecken. Die einzige, die daran echtes Interesse gezeigt hat, war die deutsche Plattenfirma. And the only company really that showed any interest was the German company. So that decided the choice. Für mich war das ein Experiment. Ich glaube, es ist recht stark geworden. Es gibt so ein nachlässiges Gehaben englischer und amerikanischer Musiker, wenn sie in Länder kommen, wo man nicht ihre Sprache spricht, und sie glauben, dass sie dort spielen können wie zu Hause. Places that don't speak their language and they just assume they can play as if they were at home. So it was something for me that I wanted to try. Das muss ja ein eigenartiges Gefühl sein, die ganze Arbeit noch einmal zu machen. Wir haben bei bestimmten Titeln in erster Linie die Stimme neu dazu gemischt. Aber bei 3 Titeln, Not One of Us, Through the Wire und Pico, haben wir alles neu abgemischt. Ich habe versucht, etwas anderes zu machen, als nur das englische Album in Deutsch zu wiederholen. Einige der Übersetzungen, die Horst Königstein gemacht hat, sind sehr gut gelungen. In bestimmten Fällen habe ich auch die Melodie etwas verändert. Very well, and
And in certain cases I changed the melody line a little too. Du hast gerade davon gesprochen, dass du einige neue Arrangements für die deutsche Version gemacht hast. Hören wir uns ein Beispiel an. Den Refrain von Not One of Us, zuerst in Englisch, dann in Deutsch. Was war der wichtigste Aspekt bei der Produktion der deutschen Version? I think that the thing that I concentrated on was the sound. There were a lot of differences in the sound of the Am meisten habe ich mich auf den Sound konzentriert. Zwischen dem Klang der deutschen und englischen Texte gibt es starke Unterschiede. Obwohl ich geringe Deutschkenntnisse von der Schule her hatte und viele Zeit darauf verwendet habe, mit Horst Königstein die deutschen Texte durchzudiskutieren, habe ich einige Textpassagen mehr von der Klangmalerei her betrachtet als vom Sinn der Worte. Wenn du eine Zeile fertig hast, dann hat sie eine bestimmte Identität von diesem Augenblick an. Das Ganze in einer anderen Sprache zu machen, hat mir die Möglichkeit verschafft, eine andere Version zu bringen. Als Beispiel der Song No Self-Control. Da gibt es die Zeile I don't know how to stop. No self-control. Forgetting it already. This is the line in English. Don't know how to stop. I don't know how to stop. And in the German it was, ich höre nie wieder auf, ich... Now, instead of doing the same Statt es im gleichen Rhythmus zu machen, habe ich den Rhythmus der deutschen Sprache verwendet, um die Melodie zu verändern. Ich höre nie wieder auf, ich höre nie wieder... Or I think maybe the second one was, ich höre nie wieder auf. So it was... Es gibt dem Ganzen einen völlig anderen Charakter. And this I liked because it gives it a different character. The themes of the songs you wrote for this album, that's very much critic on society. Die Texte deiner Songs beinhalten sehr viel Gesellschaftskritik. Glaubst du, ist das ein Weg, um junge Leute zum Nachdenken zu bringen? I don't think that you can change the world through music. I think it was a very naive view. Ich glaube nicht, dass man mit Musik die Welt verändern kann. Das war eine sehr naive Anschauung der Hippie-Generation in den 60er Jahren und vielleicht auch während der Punkwelle. Man kann vielleicht Leute beeinflussen, dass sie ein bisschen nachdenken. Rockmusik ist in erster Linie Spannung, Energie, Sound. Die Texte sind zweitrangig. Excitement, sound, energy first. And lyrics are secondary. Wie bist du auf die Idee zum Song Schnappschuss gekommen? Das Lied über einen Menschen, der einen politischen Mord begeht. Man denkt dabei an den Mord an Präsident Kennedy, das Attentat auf einen Repräsentanten einer verhassten Gesellschaft. Ein heißes Thema in unserer Zeit des Terrors. Well, a book a friend of mine had was called Diary of an Assassin. Ein Buch, das ein Freund von mir hatte, hieß Tagebuch eines Attentäters von Arthur Bremer, jener Mann, der zuerst Präsident Nixon gejagt hat und dann ein Attentat auf Gouverneur Wallace verübt hat. Durch dieses Notizbuch lernt man die Gedanken dieses Menschen zu sehen und vielleicht zu verstehen. But you begin to see his mind and understand maybe. And I think it's very dangerous. Ich glaube, es ist sehr gefährlich, wie die Leute manchmal Kriminelle, Terroristen oder Fremde betrachten. Als Außenseiter vollkommen anders. Frage an Peter Gabriel. Hat ihn der Erfolg von Sledgehammer verändert? Well, I think it's a little different. I'm still making the music that I want to make. Ich mache noch immer die Musik, die ich machen will. Nachdem ich diese ganzen experimentellen Sachen hinter mir habe, kam der Wunsch wieder, etwas solidere Musik, etwas rockigere Songs zu schreiben. Aber an meiner Grundeinstellung hat sich nichts geändert. Ich mache eine Platte nur dann, wenn ich wirklich dazu Lust habe. Ob das jetzt 2 Monate oder 4 Jahre lang dauert. Das haben die Leute inzwischen kapiert. Dadurch fühle ich mich besser.
Wenn man so will, dann habe ich nach dem Erfolg von Sledgehammer jetzt noch mehr Möglichkeit, meine eigene Bestimmung zu kontrollieren. Gabriel hat das Image, ein interessanter, aber schwieriger Typ zu sein. Wie sieht er das selbst? I don't always like to spend a lot of time selling myself. Ich habe nie viel Zeit damit verbracht, mich zu verkaufen. Ich war nie ein reisender Geschäftsmann in Sachen Popmusik. Ich gebe zum Beispiel sehr selten Interviews. Sie irritieren mich. Und vielleicht bin ich dadurch in den Ruf geraten, ein schwieriger Typ zu sein. Auf Tourneen gebe ich zum Beispiel überhaupt keine Interviews. Meiner Meinung nach habe ich auf einer Tournee dafür zu sorgen, dass die Konzerte gut werden. Jeder Mensch hat nur eine beschränkte Menge an geistiger Konzentration und Energie. Und es kommt mir einfach wichtiger vor, diese Energie in einen Auftritt zu stecken, statt in Interviews. I don't think so. I think the first thing is about the role of the mask. In unserer Kultur sagen die Leute, man versteckt sich hinter einer Maske. Das kann Unsicherheit sein. Aber in vielen anderen Kulturen ist die Maske ein befreiender Mechanismus. Es ist ein Hilfsmittel, mit dem die Leute ihre Persönlichkeit ausleben können. Wenn man zum Beispiel die alten Maskenbälle betrachtet, kann man feststellen, dass die Leute sich viel mutiger verhalten haben. Ich würde behaupten, die Maske ermöglicht uns, einen Teil unserer versteckten Persönlichkeit hervorzukehren. With the mask, now I would argue that is a part of their personality that they're allowing to come out. There were a variety of reasons. The success on the one hand, it did seem as if the album tour production line of the rock business was part of what happens when you... Es gab eine Menge Gründe, warum ich Genesis verlassen habe. Einerseits schien der Erfolg automatisch zu diesem Endlosmuster Album, Tournee, Album zu führen, was ich nicht besonders interessant fand. Dann kam auch die Tendenz auf, Songs nur noch für den goldenen Tantiemen-Scheck zu produzieren. Das halte ich für gefährlich. Ich wollte auch nicht einer dieser Rockstars nach Vorlage werden, während die Band dazu tendierte, einfach dasselbe immer zu wiederholen, um den Erfolg zu halten. Außerdem hatte ich persönliche Probleme. Zu dieser Zeit kam mein erstes Kind auf die Welt, ein Mädchen, und in den ersten 2-3 Wochen sah es so aus, als ob sie nicht überleben würde. Für mich war das sehr wichtig, viel wichtiger als eine neue Platte mit Genesis. It seemed that she might not live for the first 2 or 3 weeks, and this was very important to me, much more important than the record that we were doing with Genesis at the time. So I learned a little bit. Ich habe auch einiges über das Video- und Filmemachen gelernt und das hat meine Inspiration bereichert. Ich bin aber nicht so arrogant wie viele Rockmusiker, die sehr schnell diesen Mega-Status erreichen und meinen, dass sie nun tatsächlich alles können. Filme machen oder Schauspielen erfordern ein Können, das man erst in einer gewissen Zeit erlernen kann. But all require skills, and it takes time, I think, to learn those. Yeah, I hope there is some sense from this disaster of the. Ich hoffe, dass dieses Desaster von Tschernobyl wenigstens einen Sinn hat: ein Umdenken. Vielleicht begreifen die Leute, dass bereits ein relativ kleines Atomunglück weite Teile der Welt verseuchen kann und dass eine Atombombe den vielfachen Effekt hätte. The entire world in that way, that the effect of a bomb is going to be many times that, and so I hope. Ich hoffe, die Angst der Leute wird so groß, dass sie laut protestieren und auf ihre Gefühle hören. Ich finde es auch ekelhaft, wie man mit den Informationen umgegangen ist, wie wenig von der Wahrheit man uns gesagt hat. Wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, es könnte Panik ausbrechen. Aber wir haben ein Recht auf diese Informationen. Die Art, wie uns die offiziellen Stellen für blöd verkauft haben, hat mir genauso viel Angst gemacht wie die atomare Wolke selbst.
we have a right to that information. So I think that scared me as much as the cloud was the way that information was given. Well, I think give me a deadline and I'll be late for it. For this unique satellite discussion, Eno brought together a handful of the most interesting and outspoken musical figures from both sides of the Iron Curtain. This is Peter Gabriel. The program is part of a process of you coming out into our world and if you like, perhaps beginning to get entrenched in our market systems. I mean, what are your attitudes towards getting successful in the West? As individuals get very successful, they tend to mix with less people and they live a particular lifestyle. I think the way to keep things moving and keep things changing is, one, to allow yourself enough time out of being a professional musician or a star in inverted commas, that you can absorb other influences, that you can meet other people, that you can still be open in a way that you were before you had success. I have a lot of fond memories of those days. I think it was a great experience for all the bands. The idea was that we'd all be going out as a sort of introductory tour for the music of all three of us. But Lindisfarne were definitely the big cheese at the time, and you know I remember there was as Ray said, some sense of competition and rivalry, but I think a real sense of friendship developed over the tour, and it was very different types of music and different backgrounds, different sets of people, but there was, I think, a real companionship which grew up. Fredmont was the tour manager at one point, and because I think Lindisfarne particularly were attracting quite a lot of fans at that point. You know, he'd got into his head this idea of sort of the need for security and a sort of sense of rushing his artistes out of the dressing room. So at one point he had the entire tour crawl out of a bathroom window at the back of some theatre onto the tour bus to avoid these hordes of fans around the front of the building. And then the bus, of course, drove round past the front of the building, and there was just a couple of old ladies there.